Spieltag Nummer 10 wird eröffnet von Union und dem SC Freiburg. Union letzte Woche mit der 3:0 Niederlage bei den Bayern. Ziemlich klare Sache für die Bayern, die so gut wie in jedem Spiel eigentlich sehr, sehr dominant spielen. Haben wir ja schon oft besprochen. Da war also wenig zu holen für Union. Freiburg letzte Woche mit dem Unentschieden gegen Mainz zu Hause, 0:0. Ich hätte auch gedacht, da fallen wenigstens ein paar Tore oder Mainz nimmt den Schwung irgendwie mit oder Freiburg setzt die Heimstärke fort, aber es war jetzt nicht trostloses Unentschieden, waren ein paar Chancen auch, aber im Endeffekt dann 0:0. Jetzt treffen sie in Berlin aufeinander. Das ist eigentlich auch ein typisches Unentschieden-Spiel. Beide wollen, beide müssen vielleicht auch, um oben dran zu bleiben. Ich würde da einfach mal ein Unentschieden machen. Ich mache da mal ein 1:1, obwohl es da hundertprozentig einen Sieger geben wird, aber ich riskiere ein bisschen. Ich mache hier ein 1:1 bei Union gegen Freiburg. St. Pauli gegen Bayern dann unter anderem am Samstag. St. Pauli hat in Hoffenheim gewonnen mit 2:0, was ich auch jetzt nicht unbedingt gedacht hätte. Ich dachte, das wird eine lockere Geschichte für Hoffenheim. Die machen das zu Hause. Aber St. Pauli hat da wohl richtig gut gespielt. Hat hinten einen guten Keeper drin gehabt. Vorne dann zweimal eiskalt genetzt und haben dann ihren Sieg geholt. Die Bayern, wie gerade schon erwähnt, zu Hause gegen Union 3:0. Souverän fortgeführt. Mal gucken, wie es unter der Woche gegen Benfica läuft. Ich nehme das Ganze jetzt hier auf Mittwoch auf, 6. November, 20:23 Uhr. Das heißt, die Bayern spielen noch, ein paar andere Vereine, die vorkommen auch noch. Also von daher, genau, schauen wir mal, wie die sich schlagen. Ich glaube, St. Pauli, Bayern gab es zuletzt auch vor 14 Jahren oder so. Da hat Bayern mal 8:1 bei St. Pauli gewonnen, mit Robben damals noch. Mario Gomez hat da gespielt und hast du nicht gesehen. Louis van Gaal war der Trainer, Thomas Müller ist in seine zweite Saison gegangen. Also so lange ist das schon her. Glaube ich, das Duell in der Liga und ich glaube, wird nicht ganz so deutlich wie damals, aber ich glaube, dass die Bayern das schon sehr deutlich machen. Ich gehe mal mit 4 Toren für die Bayern mit, ein Tor für St. Pauli zu Hause. Vielleicht sind die Bayern auch nicht ganz so sattelfest an dem Nachmittag. Schauen wir mal. Bochum gegen Leverkusen. Viel passiert auf beiden Seiten. Bochum, um es ganz kurz zu machen, ist letzte Woche bei der Eintracht völlig unter die Räder gekommen. 7:2, das hat ganz schön wehgetan aus Sicht der Bochumer. Haben jetzt einen neuen Trainer, neuen Altbekannten, Dieter Hecking. Ja, war schon in Nürnberg Trainer, hat mit Wolfsburg zum Beispiel den DFB-Pokal gewonnen, war jetzt bis vor kurzem auch bei Nürnberg, glaube ich, Sportdirektor oder irgendwie in dieser Geschäftsführung da tätig und soll halt jetzt bis Saisonende den Karren aus dem Dreck ziehen, so ein bisschen. Ob das klappt in Bochum mit der Qualität, ob das Bundesliga tauglich ist, weiß ich nicht. Gegen Leverkusen, die haben unter der Woche in Liverpool auf den Sack gekriegt, 4:0. Eine deutliche Nummer. Letzte Woche zu Hause gegen den VfB Stuttgart nur 0:0 gespielt. Da habe ich eigentlich auch fest mit 1-2 Toren gerechnet in dem Spitzenspiel. Aber gut. Jetzt wäre es natürlich ausgerechnet. Das ist wieder so ein Spiel ausgerechnet. Weißt du, Bochum, neuer Trainer, stehen mit dem Rücken zur Wand. Und jetzt kommt ausgerechnet der amtierende deutsche Meister an die Kastropper Straße. Das schreit quasi nach einem Überraschungssieg. Und ich werde das auch machen. Obwohl ich nicht viel Hoffnung habe, dass Bochum da irgendetwas macht. Ich tippe aber hier mal ein 1:0. Ja, einfach aus genannten Gründen. Einfach weil der Fußball manchmal seine Geschichten selber schreibt. Wahrscheinlich kriegen die Bochum mal wieder auf den Sack, nachdem sie gegen die Bayern zu Hause und bei uns jetzt unter die Räder gekommen sind. Die nächste Klatsche, um dann nach der Länderspielpause, glaube ich, gegen den VfB Stuttgart zu spielen. Schwere Zeiten für den VfL. Schauen wir mal, was sie gegen Leverkusen machen. Ein schönes Nordduell dann als nächstes. Werder Bremen gegen Holstein Kiel. Ich glaube, das gab es in der Bundesliga noch gar nicht. Klar, weil Kiel auch noch nie in der Bundesliga war. Zweite Liga haben sie, glaube ich, schon mal gegeneinander gespielt. Ja, die Bremer, die treten auch so ein bisschen gerade auf der Stelle. Letzte Woche das Spiel in Gladbach. Hätte ich nicht gedacht, dass die da auch so deutlich verlieren. Also es war ja dann am Ende ein 4:1. Ja, Gladbach schon zur Halbzeit 3:0 geführt. Da sind sie wohl wirklich auch unter die Räder gekommen. Sind ja sonst so auswärts stark. Und Holstein Kiel hat den ersten Bundesligasieg. Tatsächlich. Die Hoffnung war da gegen Heidenheim zu Hause. 1:0. Also der erste Sieg für Schleswig-Holstein. Der erste Sieg in der Bundesliga für Holstein Kiel. Ob es jetzt erstmal der letzte bleiben wird für eine längere Zeit, das weiß ich nicht. Könnte natürlich den Schwung mitnehmen in Derby. Obwohl Bremen, Kiel, Nordduell, Derby jetzt eher nicht. Nordduell, das macht aber Bremen. Die sind zu Hause auch sehr, sehr stark. Die wollen, glaube ich, auch einiges gut machen nach der Niederlage gegen Gladbach. Und das wird passieren mit einem 2:0 zu Hause gegen Holstein Kiel. Mainz gegen Dortmund, ganz typisches Duell für die Dortmunder. Die letzten Jahre in Mainz haben sie auch fast oder selten mal gut ausgesehen. Mainz in Freiburg mit einem Unentschieden. Unterm Strich eigentlich ja, ein gutes Ergebnis für die Mainzer. Ja, bei den Freiburgern, die momentan auch ziemlich stark aufspielen. Dortmund auf der anderen Seite zu Hause gegen Leipzig, was dann auch wieder vielleicht typisch Dortmund ist. Verlieren gegen Augsburg, scheiden im Pokal in Wolfsburg aus, spielen blutleer, quasi möchte man sagen. Dann zu Hause gegen Leipzig. Viele Verletzte, ja, die ganze U23 geführt auf der Reservebank, haben dann aber ein super Spiel gemacht. Also muss man dann auch mal fairerweise sagen. Und jetzt in Mainz, das wäre wieder so ein typisches Spiel, wenn Dortmund das nicht gewinnt. Aus welchen Gründen auch immer.
Ist aber die letzten Jahre immer mal so gewesen. Ne? In Augsburg und bei diesen Gegnern Union, Mainz, das ist besonders auswärts zu Dortmund ein großer Stein im Magen, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich tippe auch hier nochmal für Dortmund. Ich gehe da mal mit, dass sie diesen Aufwärtsschwung fortsetzen in Mainz oder auch ein Unentschieden. Ja, mein erster Gedanke war eigentlich Unentschieden. Was mache ich jetzt? Ich mache auch da ein Unentschieden. Ich wollte erst auf Dortmund-Sieg gehen, aber ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit Mainz, muss ich sagen. Vor allem, wenn Dortmund in Mainz spielt. Da bin ich so ein bisschen vielleicht geblendet von den letzten Ergebnissen der letzten Jahre. Ich mache mal ein 1:1. Ich bereue das vielleicht, weil ich Dortmund nicht auf Sieg getippt habe. Aber gut. Es ist, wie es ist. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Das Topspiel dann am Abend. Wieder Leipzig mit dran beteiligt gegen Gladbach. Leipzig in Dortmund nicht die beste Leistung gezeigt. Ja, ein Sieg für den Fußball. Leipzig verliert beim BVB mit 2:1. Gladbach gewinnt zu Hause gegen Bremen 4:1. Ist natürlich die Frage, zweiter Sieg in Folge. Die Gladbacher warten, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, seit über 2 Jahren auf 2 Siege in Folge. Da seht ihr mal, wie unkonstant Borussia Mönchengladbach ist. Aber wäre natürlich geil. Ich würde es feiern, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass die Gladbacher da was holen werden. Weil ich glaube auch Leipzig, die haben unter der Woche bei Celtic Glasgow verloren. Die stehen weiterhin mit 0 Punkten da, nach 4 Spielen. Hätte man jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Also momentan stehen sie auf einem Platz, der zum Ausscheiden berechtigt. Nicht mal Euroleague oder so. Deswegen machen das die Leipziger zu Hause. Ich mache mal hier ein deutlicheres Ergebnis. 3:1. Vielleicht auch ein 3:0, aber auf jeden Fall Sieg für Leipzig. Sonntag 15:30 Uhr, Augsburg gegen Hoffenheim. Bundesliga at its best. Was will man dagegen sagen? Ohne jetzt irgendwie respektlos wieder gegenüber Augsburg und Hoffenheim zu reden. Aber es ist nun mal so. Also Augsburg gegen Hoffenheim ist genauso sinnlos und sinnfrei wie Heidenheim gegen Wolfsburg. Stuttgart-Frankfurt ist wirklich das einzige Spiel, was sich auch wieder nicht Stuttgart- und Frankfurt-Fans angucken würden. Heidenheim-Wolfsburg bin ich safe davon überzeugt, dass da nicht so viele Zuschauer einschalten. Aber gut, da kommen wir noch gleich zu. Augsburg hat in Wolfsburg 1:1 gespielt. Hoffenheim hat zu Hause gegen St. Pauli verloren. 2:0. Die stehen also auch ein bisschen unter Zugzwang. Augsburg, die stehen eigentlich auch ganz gut mit dabei. Und ich glaube, die setzen zu Hause ihren starken Trend vor. Ich mache mal ein knappes 1:0. Weil ich glaube, das wird so ein, ja, will ich sagen, typisches November-Spiel, 15:30 Augsburg-Hoffenheim. Da wird, glaube ich, nicht viel gehen. Würde ich jetzt einfach mal so prognostizieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall mal ein Sieg für Augsburg. Dann, wie gerade schon angesprochen, das Topspiel am Sonntag, Stuttgart gegen Frankfurt. Hätten sie eigentlich auch auf den Samstag verlegen können, Samstagabend. Aber beide unter der Woche noch im Europapokal. Stuttgart spielt heute gegen Bergamo. Immer noch die gleiche Aufnahme. Jetzt haben wir es 20:31 Uhr mittlerweile. Frankfurt spielt morgen gegen Slavia Prag in der Euroleague. Stuttgart hat in Leverkusen 0:0 gespielt. Bisschen überraschend, weil ich da, wie gesagt, auch mit ein paar Toren gerechnet hätte, auch für den VfB Stuttgart. Frankfurt auf der anderen Seite ist einmal über Bochum hergerollt, hergefegt. Sucht es euch aus. Mamouche, Ekitike, Can Uzun dann von der Bank reingekommen. Also der Eintracht hat wirklich auch einen breiten Kader und auch einen qualitativ guten Kader, ja, und dass wir auch endlich mal solche Spiele gewinnen, sonst haben wir es auch immer so schwer getan, gegen Bochum, Union, gegen Köln, als sie noch in der Bundesliga waren. Das waren eigentlich die Spiele, die wir gewinnen müssen, um unter die ersten 6 oder die ersten 5 zu kommen. Nicht gegen Bayern oder gegen Leverkusen, sondern genau gegen die Gegner, die normalerweise unten drin stehen. Da hat sich die Eintracht sehr, sehr schwer getan die letzten Jahre und es scheint wohl, als ob es dieses Jahr bislang gut funktioniert. Jetzt in Stuttgart ist natürlich auch eine scheiß Aufgabe. Eine Art Angstgegner, da haben wir auch schon lange nicht gewonnen. Ich glaube zuletzt in der Corona-Zeit, 2021, 2022. Ich bin gespannt. Also es wird hoffentlich ein sehr, sehr interessantes Spiel, wildes Spiel mit ein paar Toren und am Ende hoffentlich natürlich ein Sieg für die Eintracht. Ich wäre aber auch, denke ich, mit dem Remis zufrieden, je nachdem wie das Spiel läuft. Also wenn die Stuttgarter nach 15 Minuten schon feldüberlegen sind, würde ich einen Punkt mitnehmen. Aber ich gehe da mal sehr zuversichtlich ran. Mal gucken, vielleicht schießen uns die Stuttgarter auch wieder ab, aber ich tippe mal hier natürlich wieder auf die Eintracht 2:1. Und das letzte Kracherspiel dann vor der nächsten Länderspielpause, Heidenheim gegen Wolfsburg. Hätte man eigentlich auch als gutes Zweitliga-Duell verkaufen können, ist aber ein Bundesliga-Duell. November, Abend, 19:30 Uhr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Heidenheim, die haben jetzt so ihre erste kleinere Krise, haben jetzt glaube ich 2, 3 Spiele mal in Folge verloren. Bei Holstein Kiel ausgerechnet, bleiben also für immer in den Geschichtsbüchern von Holstein Kiel als erste Mannschaft, die gegen die halt verloren hat in der Bundesliga. Und Wolfsburg auf der anderen Seite, die kommen auch nicht so recht in Tritt. 1:1 zu Hause gegen Augsburg, da geht sicherlich auch mehr. Auch vom Kader her, Ralf Hasenhüttl spielt wohl nicht so den attraktivsten Fußball, hat bestimmt gute Ideen, aber lässt sich vielleicht mit diesem Kader nicht so ganz umsetzen. Deswegen
Ja, entweder Heidenheim-Sieg oder Unentschieden. Aber das ist auch wieder ein Spiel, da gewinnt dann Wolfsburg. Da geht jeder davon aus, dass Wolfsburg nicht gewinnt. Und dann machen sie Wolfsburger. Ich tippe da auch mal ein Unentschieden. Komm, zum Schluss auch gerne ein torreiches Unentschieden kommen. Die haben es auch schwer genug hier, 19:30 Uhr. Ist bestimmt saukalt in Heidenheim um die Uhrzeit 0 Grad oder so. Deswegen gönnen wir den Zuschauern mal ein paar Tore. Speichern wir die Tipps und schauen wie immer auf die Gesamtübersicht. Da hat sich weiterhin nichts verändert. Der Cem ist immer noch auf der 1 mit 126 Punkten. Dicht dahinter, aber SGE Tobi hat ein bisschen aufgeholt. Auf Platz 2 dann Andrea x Danny LaFlame. Ich spreche den jetzt einfach so aus. Ich hoffe, das ist richtig. SGE Sascha, Rast, Gutzler, FCB Timestar und so weiter und so fort. Ich scroll immer mal wieder ein bisschen langsam runter. Und ja, verweise dann schon mal darauf, dass wir jetzt erstmal Länderspielpause haben. Ja, wir spielen jetzt nochmal gegen Bosnien-Herzegowina und gegen Ungarn. Wir sind ja schon in diesem Viertelfinale von diesem Nations League Turnier dann für nächstes Jahr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Und dann geht es nochmal in den Endspurt, kurz vor Weihnachten, mit DFB-Pokal, die letzten Europapokalspiele. Ich glaube, es sind noch 2 oder ist das dieses Jahr schon durch? Ich weiß gar nicht, ob sie es dieses Jahr durchziehen oder ob... Ich glaube, Ende Januar sind nochmal 2 Spieltage. Ich glaube, die machen 6 Spieltage voll dieses Jahr und dann nächstes Jahr 2 Ende Januar. Und dann geht's ja los mit Playoffs, mit Achtelfinale und so weiter. Sehr, sehr gespannt. Also, ich wünsche euch nochmal viel Glück für eure Tipps, für eure Mannschaften und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns hier wieder in 2 Wochen dann mit den Tipps zu Spieltag 11 und ansonsten seid aktiv bei meiner Preußen-Münster-Karriere. Schreibt einen netten Kommentar, schaut da gerne mal vorbei und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Spieltag. Macht's gut. Ciao, ciao.